Ich will ihn einfach nur haben. Ich will sehen, wie er sich in die Lüfte hebt. Du willst einen Kredit über 80.000 € aufnehmen? Sag mal, spinnst du? Ich kann Ihnen nicht versprechen, dass sich der Termin ein zweites Mal verschieben lässt. Aber ich bin mir sicher, dass wir da eine Lösung finden werden. Zumal meiner Frau wirklich sehr viel daran liegt, dass Natalie von Lahnstein Taufpatin wird. Du bist und bleibst Ansgars Mätresse, mehr nicht. Wirklich interessant, wie eng die beiden verbunden sind. Deine Intrigen, aber diesmal kommst du nicht damit durch. Ich werde Hannes Taufpatin. Und ich werde es verhindern, glaub's mir. Ja, vor so einem Familienfest, da liegen die Nerven manchmal schon ein bisschen blank. Eigentlich sind die beiden ein Herz und eine Seele. Dann möchte ich nicht erleben, wenn sie sich bald streiten. Ja. Justus, bringen Sie doch bitte den Monsignore ins Kaminzimmer und reichen Sie mir eine Tasse Tee, ja? Das wird nicht nötig sein. Mein Mantel, bitte. Oh, Monsignore, Sie haben das wirklich komplett falsch verstanden. Natalie und meine Frau, die sind manchmal furchtbar albern. Sie schärfen Ihre Zunge wie eine Schlange. Ottengift ist unter Ihren Lippen. Psalm 140. Ein gelegentlicher Blick in die Bibel wird Ihnen manches ersparen, Graf Lahnstein. Ja, ein Rat, den ich wohl beherzigen sollte. Guten Tag. Du hast echt einen Knall. Gregor, ich sag ja gar nichts, wenn man mal ein bisschen Geld für was Unvernünftiges ausgibt. Aber 80.000 € für einen schrottreifen Heli inklusive einer Hypothek auf No Limits, das ist krank. Niemand verlangt, dass du das verstehst. Ach nein? Was ist denn, wenn du den Kredit nicht zurückzahlen kannst? Ne? Werde ich schon irgendwie. Gregor, was ist, wenn unten die Zapfanlage kaputt geht? Oder wir hier einen neuen Dachstuhl brauchen? Dann brauchst du das Geld, was du jetzt zum Fenster rauswirfst, ganz dringend. Was regst du dich eigentlich so auf? Weil du vielleicht auch meine Existenz gefährdest, wenn du unten aus irgendeiner Laune das No Limits kaputt machst? Es geht hier nicht um irgendeine Laune. Ich habe einen Traum, diesen Hubschrauber wieder zum Fliegen zu bringen. Ah. Und was machst du, wenn Hubertus das Ding nicht verkauft? Auch nicht für 80.000 €? Wenn ich dem Langstedt mit den Scheinen unter der Nase wedle, dann wird der schwach werden. Glaub mir. Genau das befürchte ich ja. Um 16 Uhr? Ja, das schaffe ich. Vielen Dank nochmal. Auf Wiederhören. Wer war das? Das war Welle Mönchengladbach. Die wollen ein Interview mit mir machen, live. Ey, Mann, der Sender läuft überall hoch und runter, egal wo man hinkommt. Das ist ja cool. Und was wollten die? Irgendein Redakteur hat meinen Blog gelesen und naja, es hat ihm wohl gefallen. Wenn das so weitergeht, dann wirst du echt noch berühmt damit, was? Karriere 2.0. Einen Mokka zu mitnehmen, bitte. Kommt sofort. Sebastian. Glückwunsch. Zufällig mitgehört. Danke. Meinst du nicht, dass ich es damit ein bisschen übertreibe? Mit dem Interview, wieso? Naja, anfangs war Love Burns so eine private Angelegenheit, so eine Art Tagebuch. Und ich fand es total peinlich, als ich rausbekommen habe, dass ich dahinter stecke. Und jetzt weiß es bald das halbe Rheinland. Aber es war doch deine Entscheidung, weiterzumachen, obwohl es nicht mehr anonym ist. Ja, schon, aber ich konnte ja nicht ahnen, was das für Kreise zieht. Überleg doch mal. Demnächst ist dein Blog vielleicht so bekannt, dass du mit der Werbung richtig Geld verdienst. Ja, schon, aber... Die werden bei dir Schlange stehen. Dann musst du auch nicht mehr so oft hier kellnern. Oh, das ist ein Argument. Na und ob, also wenn das kein Argument ist, was denn bitte dann? Was fällt dir eigentlich ein? Wie kommst du dazu, unsere Situation vor dem Monsignore offenzulegen? Wie stehe ich denn jetzt da? Kann
kannst du Natalie nicht einmal in Ruhe lassen? Glaubst du eigentlich, ich habe mir selber das Wasser über den Kopf geschüttet? Ach ja, natürlich. Jetzt sag mir nicht, du hättest Natalie nicht provoziert. Dann scheint sie allein meinen Anblick zu provozieren. Ich weiß nicht, warum sie mich so hasst. Oh, da fällt mir spontan auch kein einziger Grund für ein. Ach ja, du bist ja ihr Superheld. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass ich mich vor dir rechtfertige. Meine Gefühle für Natalie wirst du nie verstehen. Oh, stimmt. Die große Liebe. Aber nur solange sie das tut, was du willst. Was soll das denn heißen? Wenn du Natalie wirklich so sehr liebst, wie du behauptest, warum hast du dann von ihr verlangt, Taufpatin zu werden? Sie hat nicht darum gebeten. Und jetzt tu ja nicht so, als hättest du nicht gewusst, wie viel Ärger damit auf sie zukommt. Ich brauche keinen Vormund, der mir sagt, was ich zu tun oder zu lassen habe. Ja, dann benimm dich auch nicht wie ein kleines Kind, was für irgendeine neue Konsole sein Sparschwein schlachtet. Um was geht's? Mein werter Herr Bruder meint, er müsste sich jetzt um meine Finanzen kümmern. Wenn ich Glück habe, bekomme ich noch ein bisschen Taschengeld. Das wäre wahrscheinlich für alle das Beste. Gregor will für 80.000 € einen Schrottreifen-Helikopter kaufen. Was? Hast du so viel Geld? Nein, deswegen nimmt er ja einen Kredit auf. Bei dir hakt's doch. Hallo? Du begreifst nicht, worum es geht, oder? Doch, um einen schrottigen Helikopter. Nein, um einen Traum, den ich schon viel zu lange aus den Augen verloren habe. Und der darf eben mal was kosten. Ein Helikopter? Nein, ein Helikopter, der eine Legende ist. Eine Rarität, eine 47er. Auch wenn die nur Schrott ist. Ja, sie muss ja noch nicht mal funktionieren, denn Gregor darf nicht mehr fliegen. Ihr werdet es einfach nicht verstehen. Es ist hoffnungslos. Wo willst du hin? Zur Bank, wohin denn sonst? Ich verstehe doch überhaupt nichts. Okay. Und? Machen wir drin weiter? Würde ich ja gern, aber ich muss zu diesem Interview. Ach ja, richtig. Das findest du nicht gut, oder? Doch, ich freue mich für dich. Aber stört dich immer noch, dass ich diesen Blog schreibe? Nein, überhaupt nicht. Ich finde Blogautorin total sexy. Du musst mir nichts vormachen, Jens. Vor ein paar Wochen hast du mir noch die Pistole auf die Brust gesetzt und hast gesagt, entweder du oder der Blog. Das war ein Fehler und ich habe mich dafür entschuldigt. Du wolltest den Typen vergraulen, der Werbung auf meiner Seite schalten wollte. Und ich habe ihn wieder ins Boot geholt. Dein Blog ist toll. Ich freue mich über deinen Erfolg. Und noch mehr würde ich mich freuen, wenn ich dich in meine Wohnung bekommen würde. Ja, du meinst in deinem Bett. Schuldig. Aber leider muss ich los. Okay. Was hältst du davon, wenn ich dich fahre? Das wäre total lieb von dir. Also schön, du bist ausgerastet. Das kann ja jedem mal passieren. Aber du musst schon zugeben, dass eine Wasserschlacht... Der Sache angemessen war. Gott, nochmal, was hat dich denn da geritten? Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie gut mir das getan hat. Solltest du auch mal ausprobieren. Wie bitte? Du weißt doch, manchmal demütige ich einfach gerne einen Unschuldigen. So bin ich halt. Und Tanja hat's erwischt, weil sie ganz zufällig in der Nähe war. Und wie das auf Monsignore Koch gewirkt hat, das kannst du dir ja vorstellen. Der Mann ist seit Jahrzehnten für die Seelsorge der Familie Lahnstein zuständig. Dann müsste er ja inzwischen abgehärtet sein. Verstehst du nicht? Es ist nicht nur für mich peinlich, wenn er denkt, dass nach Vaters Tod ja der totale Affenzirkus ausgebrochen ist. Es stellt auch die gesamte Familie bloß. Oh, das Wohl der Familie liegt dir natürlich mehr am Herzen als irgendwem sonst. Freut mich, wenn wenigstens du es lustig findest. Tanja hat mich bis aufs Blut gereizt, so wie sie das jedes Mal tut, wenn sie die Gelegenheit dazu hat. Na schön, hättest du sie nicht einfach einmal ignorieren können. Wie oft musste ich Tanjas ätzende Art schon ertragen? Damit ist jetzt endgültig Schluss. Und eigentlich bist du derjenige, der mich vor diesen ganzen Attacken schützen sollte. Aber ganz offensichtlich bist du damit überfordert.
Und, wann geht's los? Bald ich mit Zählen fertig bin. Du meinst es also wirklich ernst? Ja, Christian, ich meine es immer noch ernst. Damit willst du mich jetzt aufhalten, oder was? Hätte ich eine Chance dazu? Nee, hättest du nicht. Ja. Also, werde ich dich eskortieren. Ich glaube, das wird nicht Ja. nötig sein. Pass auf, ich bin von dem, was du vorhast, nicht begeistert, ja? Aber noch weniger bin ich von der Vorstellung begeistert, dass du mit 80.000 € durch die Weltgeschichte irrst. Ohne mich und meinen Kumpel hier. Also, versuch gar nicht, mich abzuwimmeln, ja? Aha. Keine Sorge. Ich bin auch noch jedes Mal aufgeregt, wenn ich ans Mikro trete. Zusammen schaffen wir das. Ich schau mal schnell nach, wie weit die im Studio sind. Der Typ macht das Interview mit dir. Schon ein komisches Gefühl, dass mich gleich so viele Leute hören. Ey, wenn es dir zu viel wird, dann gehen wir wieder, ja? Nichts auf der Welt. Ich find's total spannend. Und wie lange soll das dauern? Keine Ahnung. So, Lydia. Wir können dann. Okay. Wie geht's dann? Sorry, ab hier nur für Mitarbeiter und Interviewgäste. Verstehe. Du kannst so lange in der Lounge warten. Kaffee gibt's doch auch. Nee. Da fahre ich lieber schon mal nach Hause. Ja, kein Ding. Ich nehme die Bahn. Also ich würde mir ein geiles Loft einrichten. Super schick. Am besten eine alte Fabrikhalle mit riesen Fenstern und so einem Laufgitter auf halber Höhe. Ich will deine Illusion ja nicht zerstören, aber da brauchst du mindestens das Doppelte davon. Aber für eine Weltreise wird's reichen. Ein halbes Jahr von Kontinent zu Kontinent. Europa, Asien, Afrika. Na, wahrscheinlich würde ich einfach nur Konstantino suchen. Hast du keine Angst, mit so viel Geld rumzulaufen? Nein, wieso? Ich habe doch meinen unglaublichen Bodyguard. Der passt schon auf mich auf. Worauf du dich verlassen kannst. Ja, sehr schön. Können wir mal langsam los? Ich würde den Deal ganz gerne noch im Hellen über die Bühne bringen. Viel Glück. Danke. Stellt mal den Sekt kalt. Zahlen bitte. Hör zu, ich weiß, dass Tanja den Streit angefangen hat und das habe ich ihr auch gesagt. Warum machst du mir dann Vorwürfe? Weil's peinlich war. Natalie, hör zu, es tut mir leid. Ich werde noch mal mit dem Monsignore reden. Wir finden bestimmt irgendeinen Termin, der nicht mit deiner Argentinienreise kollidiert. Nach der Taufe fahren wir dann vielleicht weg für ein paar Tage. Nur wir beide. Hm? Du willst mich bestechen, das ist so typisch. Vielleicht nach Espen. Tagsüber Skifahren. Abends vorm Kamin. Nur du und ich. Auf dem Bärenfell. Warum kriegst du mich eigentlich immer wieder rum? Hm? Vielleicht, weil du mich liebst. Also, ich telefoniere morgen mit dem Monsignor und bitte um Verlegung des Termins. Nicht nötig. Ich habe bereits mit dem Monsignore telefoniert. Und er war nicht begeistert von dem, was er gesehen hat. Er hat sich entschieden. Entweder er wird Hannes nächste Woche taufen oder gar nicht. Puh, mit so viel Geld durch die Gegend laufen. Also ich hätte da Angst. Es weiß ja keiner, was in der Tasche drin ist. Aber dass Gregor so viel Kohle ausgibt für einen kaputten Helikopter, das... Sag mal, wie viel Uhr ist eigentlich? Gleich 4. Ja, schnell, dann mach das Radio an. Julias Interview fängt gleich an. Du willst ja bestimmt auch mithören, oder? Mhm. Radio 6 FM mit... Dauert wohl noch was. Ich finde es auf jeden Fall super, dass Lydia sich entschlossen hat, das doch noch zu machen. Dadurch werden noch 100 pro eine Menge Leute auf Lovebirds aufmerksam. Ja, das wäre echt toll. Jetzt übertreibt mal nicht, ja? Das wird den Blog doch total pushen. Na, hoffentlich nicht. Lydia ist doch jetzt schon total gestresst. Und nach dem Interview wird es bestimmt noch viel schlimmer. Lydia schreibt gerne an ihrem Blog und geht darin total auf.
Wenn sie damit groß rauskommt und auch noch Geld verdienen kann, ist doch total super. Lydia hat aber gar nicht nötig, Geld zu verdienen. Und wie soll sie dann ihre Miete bezahlen? Das kann ich doch übernehmen. Ich verdiene genug für uns beide. Ach, oh Gott, das klingt ja original wie aus den 50ern. Was ist, wenn die Frau auf einmal im Wohnzimmer steht? Dann war die Kette in der Küche zu lang. Sehr witzig. Wir müssen jetzt nicht das Wort im Mund umdrehen. In einer Beziehung muss jeder Abstriche machen. Ist nicht dein Ernst? Auch der Mann? Ey, was würde denn Doris Day dazu sagen? Ach, vergesst es. Sag mal, warum haben wir eigentlich so weit weggeparkt? Ja, warum wohl? Hey, ich wusste gar nicht, dass du einen Baseballschläger hast. Weißt doch, wenn Olli mal nicht spurt. Ah ja. Freu dich doch, dann passt wenigstens jemand auf dich auf. Ach so, es passt jemand auf mich auf, ja? Ich finde dich als Bodyguard jetzt nicht so wahnsinnig überzeugend. Warum das denn? Mann, weil du mega auffällig bist. Total nervös. Das geht nicht zusammen, weißt du? Ich will nur nicht, dass uns jemand die Kohle wegschnappt. Soll uns denn die Kohle wegschnappen? Wir sind zwei Riesenkerle. Ja, zwei Riesenkerle mit einem Haufen Schotter. Du hast den Blog also anfangs als persönlichen Kummerkasten benutzt? Ja, so ungefähr. Ich musste einfach was mit den Gefühlen in mir machen. Ich konnte aber nicht darüber sprechen. Und so bin ich dann auf die Idee von Love Burns gekommen. So heißt dein Blog? Ja, genau. Darin geht's um Liebe und um den Schmerz, der damit verbunden ist. Mhm. Wann hast du das erste Mal gemerkt, dass du mit deinen Gedanken auch andere Leute inspirierst? Das weiß ich gar nicht mehr so genau. Es haben nun plötzlich alle Freunde über den Blog gesprochen. Aber es ist ja nicht nur bei deinen Freunden geblieben. Love Burns wird inzwischen von vielen Leuten gelesen, die dich gar nicht kennen. Ja, sonst gäbe es den Blog auch gar nicht mehr. Wieso? Ich habe mit dem Gedanken gespielt, den Blog einzustellen. Aber ich habe dann so viel positives Feedback von den Usern bekommen, dass ich mich dagegen entschieden habe. Und wie geht dein Freund damit um, dass du einen Großteil deines Gefühlslebens der Öffentlichkeit offenbarst? Ja, das ist komisch, dass du das fragst, denn es hat tatsächlich viele Diskussionen deswegen gegeben. Es hat auch eine Weile gebraucht, bis er den Blog akzeptiert hat, aber Gott sei Dank steht er jetzt voll und ganz hinter mir. Das macht sie echt super. Es klingt total natürlich. Und da sind wir auch schon wieder. Ihr hört Schwelle Mönchengladbach. Bei mir immer noch zu Gast ist Lydia Brandner, die im Internet mit ihrem Blog Love Burns für Furore gesorgt hat. Lydia, wir sprachen gerade über deine Beziehung und inwieweit er dein Engagement im World Wide Web akzeptiert. Naja, wie gesagt, mein Freund steht voll und ganz hinter mir. Naja, viel Wahl hat er nicht gehabt, wenn man es ganz genau nimmt. Es gibt mich eben nur mit Blog oder überhaupt nicht. Da gab es keinen Kompromiss. Oh, das war aber sehr deutlich. Naja, mittlerweile hat er das eingesehen und es passt kein Blatt mehr zwischen uns, geschweige denn ein Blog. Was ist denn mit dem los? Jedenfalls bin ich im Moment total verliebt und habe schon mit Schrecken festgestellt, dass mir weniger einfällt, wenn ich einfach nur glücklich bin. Die Beiträge werden kürzer und weniger und die Fans, die haben sich auch schon beschwert. Das hätte Jens doch echt gerne gehört. Siehst du, das hat er jetzt davon. Wir werden jetzt nicht so weit gehen und dir Probleme in der Beziehung wünschen, damit der Blog wieder richtig interessant wird. Ja, danke auch. Und gleich nach der Pause hört ihr mehr von meiner bezaubernden Gesprächspartnerin und ihrem Internetblog Love Burns. So, Lydia, letzte Chance, noch jemanden zu grüßen, bevor die Musik einsetzt. Ja, dann grüße ich doch mal alle, die mich mögen. Das ist die Mama und der Papa. Und das ist die böse Tante Nathalie, die unbedingt bei der Taufe dabei sein will. Wird sie aber nicht, weil sie jetzt ganz einfach wegfliegt. Und dann sind wir eine glückliche Familie. Mach dir mal keine falschen Hoffnungen, Tanja. Musst du zu den Puppen reden, weil dir sonst niemand anders mehr zuhört? Ich warte übrigens noch auf den Rückruf von Monsignore Koch, aber ich bin mir ganz sicher, dass Nathalie bei der Taufe dabei sein wird.
Vielleicht sollst du es ja mal mit Voodoo probieren, hm? Wird dir aber auch nichts nützen. Meine Liebe zu Natalie wirst du nicht kaputt machen. Also wichtig ist, dass der Rotorkopf noch intakt ist. Und dass um Himmels Willen nicht die Taumelscheibe angerostet ist. Weil die sind echt selten geworden. Obwohl, in den USA gibt es noch so ein paar alte 47er. Da könnte ich noch... Ey, was ist eigentlich los mit dir? Ich weiß auch nicht. Du vermittelst einem mit deiner ruhigen und souveränen Art so ein Gefühl von Sicherheit. Kannst du jetzt mal ruhig sein? Ich glaube, ich habe was gehört. Was denn? Ein Knacken. Also ich höre nur einen Zug. Psst. Ah! Bist du bescheuert? Hier ist keiner außer uns, Mann. Ich hätte früher nie gedacht, dass Schreiben so viel Spaß macht. Aber inzwischen kann ich mir kaum vorstellen, das nicht zu machen. Es ist so befreiend. Das heißt, dein Blog wird uns noch lange erhalten bleiben. Auf jeden Fall. Er ist echt das Wichtigste in meinem Leben. Klingt vielleicht blöd, aber es ist so. Also, macht euch keine Sorgen, ihr Love Burns-Fans da draußen vor den Radiogeräten. Lydia und ihr Blog bleiben euch noch lange erhalten. Ja, so ist es. Sei dir nicht so sicher, Lydia. Sei dir ja nicht so sicher. Ja, und? Wo ist dein Antiquitätenhändler, ha? Ja, Gregor, sehr witzig. Ich lache mich gar nicht. Nein, nein. Ich glaube, da verfolgt uns wirklich jemand. Hey!